Und dieser Tage bekam ich einen Hilferuf von jemandem, den ich also vor einiger Zeit kennengelernt habe, der auch aus Myanmar kommt, der Jem. Und der hatte mich darum gebeten, doch hier mein Portal, also mein Kanal zur Verfügung zu stellen, um eine Hilfsaktion ja, in die Welt zu bringen. Aber hier sind nur diejenigen angesprochen, die auf Koh Samui wohnen. Die möchten also gerne Lebensmittel oder T-Shirts, was die Menschen so benötigen in Myanmar, das möchten die sammeln, um das dann mit Pick-ups rüberzubringen nach Myanmar. Und das soll jetzt schon am Mittwoch losgehen. Die wollen dann also mittwochs um 5 Uhr immer am Namako sein. Da ist er ganz hinten rechts in der Ecke, wo die Roller sind. Da ist dann auch dieses ja, Geisterhaus. Und da stehen die dann mit dem Pick-up. Und da kann man also Lebensmittel abgeben, T-Shirt, Hosen, was für Kinder. Weil das Militär hat ja in dem Fall die Bevölkerung ja schon aus den Dörfern vertrieben. Und die sind eben halt im Dschungel und ja, nachdem ich den Filmbeitrag fertig gemacht hatte und die Jungs sich den auch angesehen haben, kam auf einmal die Meldung, bitte bringen ihn nicht online, denn wir haben Angst, dass die Familienangehörigen in Myanmar von diesen Jungs Repressalien bekommen. Und das habe ich dann auch akzeptiert, aber die ganze Aktion hat mich so beeindruckt. Die Jungs, die standen hier, fast mit den Tränen in den Augen. Denen wird ja nicht geholfen und sie müssen sich selber helfen. Und alle diejenigen, die hier auf Samui leben, kennen die Myanmar-Menschen, die für kleines Geld viel arbeiten müssen, die also die ganze Straße auch gebaut haben und andere haben sich das Geld in die Tasche gesteckt. So, mehr will ich nicht dazu sagen. Ich will auch politisch mit Myanmar da nichts reinbringen. Aber die ganze Aktion finde ich eigentlich schade, wenn sie so untergehen sollte. Daher plädiere ich dazu, geht mittwochs zu Makro. Und wir hatten auch danach darüber gesprochen, dass Samstag am Tempel unten in Samui stehen die Jungs auch von 5 bis 7 und erwarten Spenden in Form eben halt von Kleidung, von Essen und anderen Dingen, die ihr da habt. Und ich werde morgen, also am Mittwoch, zur Makro hinfahren und von den Spendengeldern aus Europa 10.000 Baht spenden. Dann gehe ich mit den Jungs durch die Makro und dann wird für 10.000 Baht eingekauft, damit sie eine Basis haben. So, denk mal darüber nach, also mittwochs und samstags spenden an der Makro in Chaweng oder Samstag in Lamai am Tempel. So, vielen Dank, auf Wiedersehen, tschüss.